Ja, hallo Philipp Klaska. Hallo. Willkommen hier. Du spielst für eben uns Düsseldorf, für Düsseldorfer Mhm. Schachclub. Hast letztes Jahr auch schon in der ersten Bundesliga gespielt, zum Auftakt in Kirchweihe und jetzt auch dieses Jahr in Deggendorf. Gleich die ersten Partien gewonnen. Du warst nur einer von zwei Spielern nach dem ersten Spieltag, der die beide Partien gewonnen hatten. Mhm. Aber heute lief es nicht wirklich gut, ne? Ja, genau. Also die heutige Partie war nicht so schön. Also er hat im sechsten Zug war es, glaube ich, H5 gezogen. Und das war eine Neuerung. Also den Zug kannte ich noch gar nicht. Und ich glaube, ich habe ein bisschen passiv reagiert darauf mit Läufer E2. Ich hätte vielleicht besser Läufer G5 spielen sollen. Ja, genau. Und dann hat sich die ganze Partie eben abgewickelt. Ich habe zwischendurch dann Qualität mehr oder weniger geopfert. Ich hatte dafür einen Bauern, aber es hat einfach nicht gereicht. Und ja, genau. Und dann am Ende das Endspiel war einfach verloren. Ja, war schwierig. Man sah das schon irgendwann kommen, dass das Mhm. vielleicht mit der Qualität nicht reichen würde. Und er ist ja auch ein sehr starker Spieler, gut, ein Großmeister, etwa 160 Elo mehr. Mhm. Aber ich meine, du selbst hast ja auch hohe Ziele. Du bist jetzt 16, viele Meister, hast an Weltmeisterschaften teilgenommen und Mhm. hast ja auch schon mal gesagt, dein Ziel wäre, Großmeister zu werden. Auf jeden Fall. Du arbeitest weiter hart daran, ne? Ja, auf jeden Fall. Also bei den WMs lief jetzt auch ganz okay an sich, aber ich versuche auf jeden Fall die nächste WM mindestens Top 10 zu kommen. Und ich meine, gut, wenn es möglich ist, natürlich zu gewinnen, aber ist ja immer hart. Und ja, die Ziele für die nächsten paar Monate werden auf jeden Fall erstmal EM-Normen zu sammeln, um natürlich EM zu werden. Am besten, bevor ich 17 bin, wird aber halt ziemlich hart. Ähm, genau, aber langfristig ist das Ziel auf jeden Fall Großmeister zu werden. Hast du schon eine IM-Norm bis jetzt gemacht? Nee, ich hatte schon 3 Turniere oder so mit einer Performance von 2430. Das reicht leider nicht ganz. Das sind ja 20 Punkte, zu wenig. Und ja, aber Bundesliga wäre rein theoretisch das erste Normturnier, wo ich auch bisher jetzt eine Performance über 2450 spiele. Und da könnte ich auf jeden Fall eine EM-Norm machen. Ja, wir haben ja noch ein paar Runden, da Genau. ergeben sich ja noch einige Chancen. Mhm. Wie viel Zeit wendest du so in der Woche oder am Tag für Schach dann auf? Also ich versuche immer so 2 bis 3 Stunden am Tag zu trainieren. Wenn möglich mehr. Das Problem ist halt jetzt, Schule wird auf Dauer immer schwieriger und man muss natürlich mehr Zeit aufwenden. Aber ich versuche auf jeden Fall immer diese Zeit zu finden. Und natürlich habe ich auch einen privaten Trainer, mit dem ich dann zweimal in der Woche trainiere. Aber ansonsten diese 2 bis 3 Stunden trainiere ich halt alleine. Das machst du ja, glaube ich, mit Alexander Verelovic. Genau. Ne? Und wie ist das so? Gibt er dir Aufgaben, du musst was vorbereiten oder ist das mehr so im Gespräch, dass man so ein Training durchführt? Wie läuft das ab? Also ich spiele relativ viele Turniere in letzter Zeit, beziehungsweise ich versuche mehr Turniere zu spielen und diese Partien aus diesen Turnieren muss ich eben analysieren zu Hause. Und diese Analyse besprechen wir eben dann innerhalb des Trainings. Genau, ob ich halt eben die Stellung richtig evaluiert habe oder ob ich irgendwelche Sachen falsch eingeschätzt habe in der Analyse, im Kommentar. Und ansonsten, falls ich jetzt mal kein Turnier gespielt habe, dann gibt er mir auf jeden Fall Stellung und ich muss diese eben innerhalb einer Zeit von 10 bis 20 Minuten lösen. Genau, und die sind relativ anspruchsvoll. Also, Und wenn ihr so deine Partien durch ihn analysiert, hast du da zum Beispiel die Vorgabe, dass du nicht mit Computer da analysieren achso, sollst? ja, genau. Auf jeden Fall möchte er, dass ich ohne Computer analysiere, außer die Anfangsphase. Die muss ich quasi mit Computer analysieren, weil es macht wenig Sinn, die jetzt alleine anzugucken. Genau, aber ansonsten diese Mittelspiel, Endspiel auf jeden Fall allein analysieren, weil das ist am Ende das, was dich weiterbringt natürlich, wenn du dann deine eigenen Fehler quasi, dass du weißt, dass dieser Zug jetzt falsch ist, dann kannst du in einer anderen Situation, in einer anderen Stellung, in einer anderen Partie wissen, also eine ähnliche Partie natürlich, dass dieser Zug vielleicht ungenau ist oder dieser andere Zug besser gewesen wäre, den du dann eben kommentiert hast, analysiert hast in deinem Spiel. Interessant. Ja, dann wir hoffen, dass du deine Ziele und deine Normen erreichst, auch für den DSK dann am Ende und viel Erfolg morgen dann gegen Kirchweihe und
wir hoffen, dich noch möglichst oft in der Schachbundesliga gewinnen zu sehen. Dankeschön. Ich hoffe auch, ich kann viel erreichen noch. Ja, vielen Dank. Gerne.